Hallo und willkommen zusammen zu einer neuen Aufnahme von Baldur's Gate 3 mit unserem Barden Tim Hardin. Und wir sind hier auch an einem für einen Barden ja sehr passenden Ort, einem Bordell. Wie man hört, wird auch schon Musik gespielt. Wir hatten schon angefangen, das hier ist offensichtlich eine Helferin, Assistentin von Raphael dem Teufel, der hier auch irgendwo ein Zimmer hat im Bordell. Hier diese gut aussehende Dame ist Mamsell Amira. Das ist die Führerin des Bordells. Und wir können uns ja mal umgucken. Also hier sind sonst keine Leute, mit denen man jetzt größer sprechen könnte. Wir hören mal so ein bisschen, was hier die Leute machen. Ich stelle mich hier mal unauffällig hin und höre zu, was die so machen. The two men bark softly to each other. A single name reaches your ears. Nine Fingers. It's a name you know. Nine Fingers is the head of the Guild, a criminal organization operating inside Baldur's Gate. Und wir hatten, glaube ich, auch irgendwo schon mal einen Zettel, irgendeinen Brief oder irgendwas gefunden, wo Nine Fingers erwähnt war. Ich glaube, es war bei dem Zentlager, das wir gefunden hatten, so Wokin's Rest und so. Okay. Listening. Erstmal versuchen wir irgendwie in ihre Konversation reinzuhören. Vielleicht können wir ja noch was aufschnappen. Wir können. You rats with the guild now. Heard Nine Fingers met a match. The new kingpin? All meat and muscle, that one. And wild as a werebear. If he's looking to oust Nine Fingers, my blade's got his back. Sounds messy as the ninth hell. Must be why she called us to help. Is that right? The way I heard it, you Zent cut a deal with the new... Hold on. You there! Getting up in our affairs? Niemals. Okay, also Nine Fingers ist eine Sie, das scheint irgendwie die Anführerin dieser Diebesgilde zu sein. Und da gibt es irgendeinen Typen, der jetzt sich stark macht und irgendwie eine Gefahr für die Gilde ist. Und stark machen scheint auch wörtlich zu sein, der scheint auch stark zu sein. Ja, versuchen Sie mal zu überreden, denn das ist ja, was wir am besten können. Also, sounds like an interesting business. I'd like to take part. Ist ja mal keine Herausforderung. Look, this subject's not safe. You selling your services, beat feet to the guild hall. Lower City, Basilisk Gate, guild hall. And that's all you're getting from me. Now scram! The chat's officially closed. Okay. Und der nennt sich im Gegensatz zum Archduke, nennt er sich Underduke. Aid the Underduke. Nine Fingers, leader of the city's criminal guild, is having her territory threatened by a new player, the Stone Lord. We found the lair of a Baldist murderer in Frago's flophouse. A target list in the lair details the killer's instructions: slay specific Baldurians and frame the absolute for it. Also das hatten wir ja. We should warn someone. Ja, da müssen wir auch noch hin. Deal with the devil. Genau, wir sollen hier mit Raphael reden. Show the Baldist target list to the investigator. Valeria, genau, das ist sehr gut, denn die soll, oder der, Valeria, also dieser Hollyphant, der soll nämlich auch hier im Shiraz sein. Damit fangen wir mal an. Impress the murder ritual. If we kill two targets. Das machen wir natürlich nicht. Also wir gucken mal, ob wir nicht irgendwo diesen Valeria finden. Und da ist er auch schon. Lässt sich hier gut gehen, der faule Sack. Another case closed, another bottle open.
Huzzah to Valeria! Alles klar. Hang on a tick. I recognize that face. You were talking to Yanis after I left the temple. I'll bet she's put you up to something. Schwanke zwischen 2 und 3. Ja, wir versuchen es mal mit 3. Wir sind mal ein bisschen... Ach nein, wir sind mal leutselig. Afraid so, I found new evidence, investigator. Why must you busybodies insist on interrupting a perfectly good night? I know that look. You remind me of Devella. Fine. If you doubt my conclusions, out with it. What have you found? Erstmal, who's the Vella? My assistant. She's posted in the lower city investigating Duke Stelmane's murder. Now, back to it. What have you found? Womit fangen wir denn an? Father Logan's murder is just one... Ne, wir fangen erstmal an, ihn davon abzubringen, dass es die Flüchtlinge sind, die hier sind. A group of shape-shifting assassins were under the temple, along with more murder victims. While that is startling, it still doesn't disprove my theory that Brilgor killed Father Logan. Does it? That's what Doch. you need if you want to change my mind. Hard evidence. A reason, too, if you're at it. Why was Logan killed? Jetzt können wir ihn von der Liste erzählen. Father Logan's murder is just one part of a bigger plot, a Baal plot. A Baal plot? You as well? Devella's been harping on about Baal for months. Fancies herself something of an expert. I assumed it was just a bunch of conspiracy codswallop and fear-mongering. But she's been unusually insistent about this one, even for her. Fine, I'll bite. What's your theory? Der ist ja wirklich außergewöhnlich, wie soll man sagen, untalentiert. It's not a theory, I have proof. This document contains information connecting the murders to the Baalist resurgence. No need to wave documents at me. I'm already drowning in paperwork as it is. Constable Devella is going to be a real pain in the trunk about this. Since you seem to be on an obnoxiously similar wavelength, why don't you seek her out? She'll be at the Elf Song Tavern. Show her the list and I'll stay and inform the Fist here. Oh, and you'll need this pass. It'll give you access to the lower city. Na, immerhin. Dann brauche ich mich da schon wieder nicht mehr durchzuprügeln, What are you sozusagen. waiting for? You've a bloody conspiracy to solve. Move! Ja, it's your conspiracy. Er ist ja wirklich die total Niete, der Typ. Gut, aber ich komme jetzt immerhin durch ihn in die Lower City. Haben wir hier sonst noch was? So, aber das nächste, was wir hier noch haben, ist... And has asked us to bring news to Devella. Gather your allies. Stehen hier eigentlich welche ich gefunden habe? Elson is grateful. Naja, die kann man ja wohl vergessen. Deal with the devil. We found Raphael's servant. Mit Raphael müssen wir noch reden. Und es hieß ja, das wäre irgendwie auf dem Floor, auf dem oberen Floor. Können wir mit denen reden? No. I wish I could kiss you better. I mean, to try. Ah, da geht's raus.
person with you. They enjoyed it. Ah. Nymph Scrotto. Von der hatten wir auch schon gehört, dass wir mit der Amira geredet haben. Das ist abgeschlossen, aber es ist nicht rot. Es würde uns also keiner irgendwie was ans Bein binden, wenn wir das jetzt aufschließen. Dann schließen wir das mal auf. 10, ja, 10. Da brauche ich jetzt auch meine Handschuhe nicht für. Das Schlimme ist, dass man hier viel zu viel hört. Also man hört hier das ganze Geschwätz von den Leuten außenrum. Okay. Die Nymphe ist offensichtlich gerade dabei. Bei der Arbeit. Tell me, am I beautiful? Geht so. More than beautiful. You are the aurora stretched across the north skies. You are the golden dunes swept across the Calym. You are the fruit of the forbidden palm, soft on my skin, sweet on my tongue. You are my sin and salvation. Your parasite stirs, and you gaze at the nymph through the flaming fist's hungry eyes. Ach, das ist eine Your Flaming muscles Fist. shiver with her longing. Your skin burns with her heat. Und offensichtlich eine, die auch so einen What's wrong, Parasiten Joe? hat. Ja? What are you? Wait, I know you. Aber es ist nicht ganz so. Da scheint was abzugehen. Ne? You aren't safe. Get out of here. Now. I don't understand. What's... Mit der stimmt was nicht. The Absolute has shown me. Ah. Joe, what's going on? Who's this man? Your head screams in agony. Change has come. Pustules boiling beneath your skin, your bones twisting, your flesh rupturing. And suddenly, silence. Ceremorphosis, sozusagen. What's happening? Wahrscheinlich zum Mindflayer geworden. Genau. Und zwar zu einem feindlichen Mindflayer. Okay. Aber es ist ja nur normaler Hallo? Can't reach destination? What? Das ein Witz sein? Natürlich kann ich die Destination reachen. So. Was habe ich noch gleich, das mich jetzt hier so... Wieso? Na egal. 17, das ist nicht viel. Okay. Kill the weak. Okay.
Wir schauen mal. Müsste... Ach so. Ah ja, okay. Der Parasit verschwindet, wenn er sich verwandelt hat, ne? Sonst hätte man jetzt gedacht, wahrscheinlich gibt es da irgendwie... Moment, stopp. Das war jetzt Blödsinn. Genau, das ist einfach nur Add to Wares. Was habe ich hier eigentlich? Lower City Pass. Ah, richtig. Den werden wir mal in unser Spezial-Backpack... Hallo? In unser Spezial-Backpack tun. Burnt Journal. Genau, das gehört hier oben hin. Das ist... Hallo? Ach, der mag das nicht da drin haben. Na gut. Mysterious Artifact, Canith, Detektor. Broken Moon Lantern. Ah genau, das müssen wir auch nochmal, das muss ich mir merken. Lamps Warhorn, das müssten wir eigentlich auch verkaufen können. Das brauchen wir auch nicht mehr. Jo, gut. Beruhigen wir sie erstmal. Hells. I'd heard tales of mind flayers. Talons sharp as daggers and tentacles yet more fearsome. But no tale did justice to its ethereal beauty. Ah. It floats like a butterfly. Its blood shimmers like silver. Okay. Die findet wohl jeden noch irgendwie sexy, hm? Selbst ein Mindflayer, der gerade, naja. That thing could have killed you, and you're musing on its beauty? How could I help it? I don't regret its death. But I marvel that such a work of art could ever live. Her gaze intensifies. Your breath quickens and your heart skips a beat. The woman's senses are heightened and her fire stoked. The mind flayer is no mere curiosity, but an object of desire. The creature aroused you, didn't it? Why should I deny it? My urge is as natural as the grape upon the vine. But perhaps there are other flavors that might satisfy my palate. Das heißt, sie macht mich jetzt auch an, ne? What did you have in mind? Rapture. Close your eyes and listen. Na, warum man nicht? Close your eyes and listen. You see only darkness. Her voice shines through it, warmer than the sun, yet cooler than night. The all-being. Here, there is no suffering. Here, you want for nothing. Here, you are anything. You have one word. Tell me, what will you be? Gut, wir sind ja jetzt im Rollenspiel sozusagen und sind Tim Hardin. Was würden wir uns als Barde, der ja doch gerne im Mittelpunkt steht, wünschen? Wir wären, glaube ich, tatsächlich eher revered. You are more than revered. You are worshipped. An epic sung by the bards. A legend known to the scholars. A god among mortals. When the hosts of the plains raise their voices in harmony, it is your name they sing, and your grace they seek. Sie übertreibt ein ganz kleines bisschen. Heart bursts. True ecstasy for one fleeting moment. Open your eyes. I'll remember you, and you'll remember me. Oh. Rapture. Affected entity has plus D6 bonus to attack rolls, ability checks until the next long rest. Wäre nett, wenn man das öfter machen könnte. Eine Wooden Chest, die ich aufmachen darf. Nun gut.
Dann mache ich die auch auf. Archducal Coronation. Moment, was haben wir hier Schönes? Soap Bar, Silver Cake Stand, Sponge Tray. Using this will clean off dirt, blood and face paint. Das muss irgendwie neu sein, aber ich nehme das mal. Und bei Sponge Tray ist das ja auch so, ne? Wobei ich denke, dass es wahrscheinlich am besten ist, wenn es trotzdem Karlach kriegt. Was war das nochmal? Ja, ich heb's mal nochmal auf. Mal sehen, vielleicht. Archducal Coronation, aber da waren wir ja sowieso quasi zu eingeladen, ne? This pass grants access for bearer and entourage to Vermin's Rock Audience Hall. Aber ich habe, glaube ich, keine. Dann nehme ich die nämlich mal. Caress Room Key. Wenn ich es nehmen darf. Und noch ein Sponge Tray. Nun gut. Genug geklaut. Wäre schon ein kleines bisschen peinlich. So. Ziehen wir mal die Gloves of Thievery an. Elminster's Library. Moan loudly in the library at all times. Wir gehen mal rein. Oder kann ich das womöglich? Ah, doch, der Key funktioniert auch hier. Gut. Ja, ich erinnere mich, dass diese Fiona, oder wie die hieß, deren Leiche wir gefunden haben, die war ja auch als Librarian, glaube ich, angekündigt. Also, und die war ja auch so ein Gold Dwarf, der eher so SM-Sachen macht, und das passt hier doch schon sehr gut zu SM. Rules of the Reading Room. Anyone caught pleasuring themselves in the library will be tethered to the bookcase of chained books. Any wizards caught examining the special collection without express permission will be commanded to read aloud to the whole library the passage they were enjoying. Anyone breaking the silence of the library will be promptly gagged. Overlapping lines. Semi-annual magazine of drawings and tales telling stories of famed heroes of Baldur's Gate. Yoshimo is willing. A revisionist sensation novella with a blurb. In this alternate history, sex adventurer, the one and only Yoshimo does not betray the Baldspawn. In fact, he does almost anything the Baldspawn asks for, very readily. Yoshimo, ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, das scheint fast eine Figur aus Baldur's Gate 1 zu sein, wenn hier von Baldspawn die Rede ist. Aber ich kann mich nicht erinnern. Dimension Door. Surgery Kit. So, hier kann man jetzt nämlich auch noch mehr so Sachen immer klauen. Soapbar. Ist das jetzt mit den Soapbar eigentlich genauso? Using this will clean off dirt. Tatsache, man kann das Zeug tatsächlich auch, das kann man nehmen.
Die Musikbox gibt's öfter, ne, in dem Spiel. Strapped Joker Leather Ensemble. Black. Joker. Also man kann irgendwas auch sehen da dran. Aber das verdeckt's nicht. Es gibt schon Underwear und dann gibt's halt noch das Zeug, aber das ist... Ach nee, das ist auch gar nicht... Was hat sie denn da eigentlich am Hals? Ach, das ist ja Haar. Gute Güte. Alles klar. Okay. Und ihre eigentliche Kleidung wäre das gewesen. Gefällt mir besser. Kann man das eigentlich verkaufen? Oh, das lohnt sich eigentlich nicht, ne? Wir lassen das einfach mal fallen. Wir gucken mal. Okay, jetzt hat sie, aber hat das dann für die ganze Gruppe gewirkt? Anscheinend nicht. Na gut, das heißt, muss jeder, dann braucht man viel von dem Zeug. Aber gut. Scroll of Dark Vision. Das kann man, glaube ich, echt einfach to Wares tun. Das brauche ich nicht. Wobei man sagen muss, Gale hat keine Dark Vision. Das würde bei dem gar nicht schaden, wenn er das gelegentlich wirken würde im Dunkeln. Paladin of Sune. Ja, natürlich. Sune ist ja so eine Art Sexgöttin. A slow-paced enemies to lovers tale featuring a bitter archwizard of Thay and his nemesis, a pure-hearted, muscled berserk. Okay. Dark Vision. So, und das kommt jetzt weg. Also Remove von Wares und schicke es zu Gale. Genau. One Night in Nashkel. Nashkel ist, glaube ich, ein Am. Ja, das sind lauter irgendwelche erotische Literatur. Die interessiert uns jetzt nicht so. Ich bin natürlich schon mehr an sowas interessiert. Das bringt nämlich Geld. Fion's Journal. He's getting worse. The whispers, the night terrors, the blood. I know he is hiding something. And the others in the Flophouse know it too. I've seen how they look at him, how they look at me. They're scared of him and I can't blame them. I am too. Also irgendjemand ist in diesem Flophouse, wo sie ja gewohnt hat. Und der hat ihr Angst gemacht. Das schicken wir mal. Zu Tim. Ready to parry. The spell plague.
Okay. Dog Color. Okay, gibt's aber sonst jetzt nicht so überwältigend viel Zeugs, ne? Born to be Wild. The one and only element that explains the inaccuracies to Volo of his accounts of the mating rituals of the Feywild with very graphic demonstrations. Okay. Ja, das war jetzt nicht sonderlich aufschlussreich. Ah ja, das ist offensichtlich Raphaels Zimmer. Devil's Den. Oh, und Kithrak Voss ist auch da. You must hear me, Devil. I will do whatever it takes. Give you anything you ask. There is only one thing in this world that I desire. You do not have it, and you never will. You must help me, Raphael. For the sake of my people. Hush now, Voss. These guests may not know it yet, but they want the same thing that you do. And unlike you, they have something of value to offer in return. Whatever you discuss with this devil, I must hear of it. Find me below in the tap room, once you're loosed from his claws. Wegen mir hätte er bleiben können. I'm glad you came. Not to my door, not yet, but to the final reckoning. One more thing before we begin, though. For the first time since the Nautiloid, your mind is clear. It's unsettling. Did you just cure me of the tadpole with a click of your fingers? Wouldn't that be exquisite? But no. I'm afraid the tadpole is still there. But I did shut out your other visitor for a while, so we can enjoy some privacy. The Illithid can't hear us. The Emperor. What's the catch? Da bin ich nicht sicher, ob ich dem Illithiden mehr traue als ihm. Clever. But when we first met, you promised me a cure. This isn't a cure. I'd ask you to be patient, but you've been patient enough. Now is the time to speak plain. I'll admit, you've impressed me. I wasn't sure you'd make it this far, but no matter how far you come, you're still on the road to ruin. A road that leads directly to a confrontation with the Elder Brain. At best, it will kill you, and everyone else in this city. At worst, it will assimilate you, and you won't have enough free will left to even wish you were dead. You have the key to destroying it in the palm of your hand, though. Ja, was habe ich denn in meiner Hand? Das Astral Prism habe ich. Orpheus habe ich nicht. Ein Emperor, naja. Also the Astral Prism? In a manner of speaking. But it's the one inside the prism that you need. Not the Illithid. The Gith. I can give you the means to break him free. Das ist das, was der Emperor nicht möchte. Deswegen hat er ihn wahrscheinlich auch ausgeschlossen, weil der nicht möchte, dass er das hört. Orpheus gods try to kill me. He's dangerous. To Illithids, yes. He would gladly execute the Emperor.
But to you, he will be a friend. After all, you're at war with an elder brain. Also der Emperor hat uns ja gesagt, dass der Orpheus uns als Elitiden ansehen würde, weil wir ja diesen Tadpole in uns haben. Ob das stimmt, ist natürlich noch eine andere Frage. Vielleicht hat er einfach Angst vor ihm, weil er ist ja schon Illithid. Also ich traue diesem Emperor auch nicht wirklich, muss ich gestehen. Deswegen habe ich auch diesen speziellen Tadpole noch nicht benutzt, den er mir gegeben hat, den ich unbedingt auch noch irgendwie consumen sollte, der mich dann auch physisch wohl verändert in Richtung Illithide, deswegen habe ich das nicht gemacht. Okay, all the evidence I've seen suggests Orpheus is my enemy and the Emperor my ally. Das stimmt nicht. The Emperor is the only reason I'm still alive, sagt er. Ich behaupte das auch mal. The Emperor is the only reason I'm still alive. No. Orpheus is the only reason you're still alive. Das glaube ich nämlich the auch. Emperor is abusing the gift for its own ends. And it's doing the same to you. You're nothing more than the beast of burden that will transport it to the elder brain. An ox requires food, and the occasional beating to keep it moving. You are simpler. The Emperor's words serve as both carrot and stick. Perhaps it is true that Orpheus would ally with you against the Elder Brain. But if he proves uncooperative once free, you may have to kill him. Ja. Und dann würde mich nichts mehr vor diesem Tadpole beschützen. Also das ist wirklich hammerhart, die Geschichte. Es ist wirklich schwer zu entscheiden, was man tun soll. Man hat echt keine Ahnung, was richtig und was falsch ist. Aber ja. Aber warum hätte er mich davor beschützt, wenn er mir was Böses wollte? Ich weiß aber nicht, ob Orpheus mich irgendwie willentlich beschützt. Ich würde mal sagen, 1. It's worth taking the risk. How do I free Orpheus? The Orphic Hammer. An artifact capable of shattering the chains that hold Prince Orpheus is held securely in my House of Hope, even now. Perfect. Give it to me. Such an eager little pup. Surely you realize there is an exchange to be made. You scratch my back, I scratch your parasite. There it is. Of course. Ja, dealings with the devil. Ach ja. I suppose you want my soul in exchange for the hammer? You really do think highly of yourself. My sights are set on something much more valuable than your soul. Really? Succulent though it would be. I want the crown that dominates the elder brain. Handing that crown to this devil will be like feeding gunpowder to a lava worm. Agree to nothing. Ja, das würde ich auch sagen. Ich gebe ihm ausgerechnet dem Teufel dieses Ding hier. Ja, I'm tempted, nicht wirklich. Ich frage ihn erstmal, was das ist. What exactly is the crown? Vielleicht weiß er ja mehr als wir schon. Ancient and full of wonder. I have craved it ever since the arch-wizard Carsus created it, long centuries ago, and brought doom to the empire of Netheril. That was the great age of humanity, and Netheril's flying sky cities were the apex of civilization. I was there the day it all fell apart. Entire cities plummeted from the sky like angels with broken wings. The screams, oh, the screams. Hundreds of thousands of people watching in horror as the ground came up to meet them. It was not a happy meeting, and Carsus was responsible. Not driven by malice, but by ambition.
he forged a crown imbued with all the powers of magic. A crown that would make any who wore it a god. Men cannot contain so much power. The crown destroyed its creator, and his empire fell with him. Casus's folly, the bards and scholars call it. I call it hope. The hope of creating a better world, and the perils of unchecked hubris. I knew then that the folly of mortals could be the triumph of devils, and that I could use that crown to unite the nine under one Archdevil Supreme. Me. Zariel wouldn't like that much. But even I'm not so desperate to spite her I'd put the hells in this bastard's hands. Was ist das eigentlich für eine Musik im Hintergrund? Da war irgendwas mit Orgel oder so. Kann es sein, dass ich... Master Music. Wir schalten die Musik mal einen Ticken lauter. Natürlich steht immer die große Frage im Raum, warum holt er sie sich dann nicht? Er hat ja den Hammer. Warum befreit er nicht Orpheus und dann geht's los? Why didn't you take the crown there and then? The archdevil Mephistopheles snatched up the crown and squirreled it away in one of his vaults. He is not more than a frigid archivist. So much power and potential kept inert. He made a miracle into a museum piece. I raged. But only for a decade or so. Then I waited, ever watching for more than 1,000 years, for a mistake, a mishap, a misadventure. And these chosen, who have caused you so much trouble accidentally, did me a favor. They brought the crown back into play. Wie haben sie es denn? Genau. I must really annoy you that some mortals managed to steal the crown when you couldn't. Yes, it does. Especially when I see what a bloody mess they've made of their whole scheme. They must have raided Mephistopheles' vault. Impressive, I must admit. But they'll be dead soon. If you don't kill them, the Elder Brain will. It doesn't have feelings in the way you'd understand them. But it seems rather angry. It is inevitable. When you destroy the brain, and you will because you must, the crown will be yours for the taking. And when that moment comes, you give the crown to me. In exchange, I give you the hammer now. A simple transaction, it seems, but it's more than that. He's offering you an alternative to the mind flayer in your head. Take Raphael's deal and you could free Orpheus. With Orpheus free, you would have no need to rely on the Emperor. But there's no guarantee that Orpheus would be on your side. And if you take the deal, you'll have to fulfill it. Yeah. You'll have to deliver the crown of Casus to the devil himself. He claims his ambition is to unite the hells, but can he be trusted to stop there? Do you trust him more than you trust the Emperor? Also bei ihm würde ich schon mal sagen, kann es nur schief gehen. Also er ist halt nun mal böse. Ne? Also auf keinen Fall würde ich die Krone ihm geben. Aber ich weiß jetzt, wo dieser Hammer ist. Ich müsste dann in das House of Hope kommen, in sein Haus und sie stehlen. Klingt wahrscheinlich einfacher, als es ist. I'd rather destroy the crown than risk it falling into the wrong hands again. How short-sighted. Much better to put it into the right hands. Hands that will ensure it is removed from this world.
And it's the only way you can ensure that you remain part of this world. No deal, Raphael. I'm leaving. I won't stop you. But time is running out. So, don't stay away for long. If you see reason, I'll be here, waiting. Right up to the moment the world ends. Mhm. So, the devil himself is pursuing the crown. As for whether it's truly the crown Carter's forged, well, I think it's safe to assume we shouldn't take anything Raphael utters at face value. We must claim the crown of Carsus for ourselves, before anyone else does. Tja. Ach, da fällt mir gerade auf, sie hat ja noch ihre Freizeitkleidung an. So, hier ist jetzt nichts mehr, oder? There you are. I thought I lost you. Ach so. Something was blocking me from hearing your thoughts. Muss ich ihm nicht von erzählen. I know, I was worried. Me too. It's concerning that something could come between us like that. Especially when we are so close to the Elder Brain. Do you have any idea what it was? It was the Elder Brain. Oder das? Das ist Griechen besser rum, ja. It was the Elder Brain. It was trying to take hold of me. Nanu? Wieso kann ich jetzt hier nicht... Wieso kann ich jetzt hier nicht Friends benutzen? Na egal. Wahrscheinlich, weil ich ihn nicht sehe oder so. 42. The answer to anything. Sehr schön. Then the situation is worse than I thought. If it read your thoughts, it knows exactly what your intentions are, and it is already plotting countermoves to stop you. We must press on. I will bolster your mental defenses. Let us hope that allows us to regain some of our lost advantage before it finds you. Ja. Wo kommt man denn hier noch hin? Ach. Oder? Doch, das ist diese Nymphs Grotto, oder? Wo ist sie denn? Oder ist es das doch nicht? Underdark Pleasures. Aha. Ach so, es war auch die Rede davon, dass irgend so ein Paar von Drow hier irgendwo sein soll. Vielleicht ist das deren Zimmer. Ist hier irgendwas Spannendes? Eher nicht, oder? Sie haben sich hier nett gemacht mit Pilzen und so. Rotten Mushroom. Toll. Oh, ein Toad Teapot. Auntie Ethel hatte sowas. Nun gut. Na, hier noch was? Nö. Was ich auch schade finde, ist, man kann diese Türen immer nur aufsperren, aber nie zu. Ich könnte jetzt hier also nicht sagen Lock.
Das wäre manchmal sehr spannend, nicht nur um Spuren zu verwischen, dass man es aufgemacht hat, sondern auch um Leute auszuschließen. So, und wir sollten ja mit Kithrak... Moment, hier machen wir auch nochmal die Tür zu. Wir sind mal ein bisschen ordentlich. War hier eigentlich noch was? Nee, ne? Wir sollten uns dann ja mit Kithrak Voss treffen. Spannende Frage wäre nur, wo der ist. Ah, hier ist er. Tell me you took the devil's deal. Tell me you will free Gith's heir. Tja, naja, kind of. Oh, ich bin ehrlich. Schön, dass es die Möglichkeit auch gibt zu sagen, no, I will find another way to liberate Orpheus. I did not come this far for you to turn your back on the first mother's son. And yet it seems I have no choice but to trust. There is but one prism, and you are its key. Find a way to retrieve the hammer and free Orpheus from the prism. I will assemble his remaining honor guard and plan our next actions. Together, we will yet free the true heir of Gith's blessed empire. He will free us from Vlaakith and lead our Kithraki against the Geich. Istik, I will wait in the underground. Seek me when you have the hammer in hand. Underground? Underground von diesem Sharescaress oder was? Oder wo meint er mit Underground? Gut, vielleicht weiß er noch ein bisschen mehr über Orpheus. Orpheus sensed the tadpole before and his guard attacked. Won't he attack if we free him? The Prince of the Comet aches for Githyanki liberation more than he abhors Geich. Echt? He might seethe when you free him. He might gnash his teeth and slander your name. But he will see reason. I promise you. Interessant. Ja, die Frage wäre blöd. Wir wissen ja, wo Raphael den hat. Hat er ja selbst gesagt, in seinem Haus. House of Hope. You are wasting your time. And mine. Our true enemy is the Elder Brain. Focus your mind there. Oh, stimmt. Wenn der Emperor das mitgehört hat, dann weiß er, dass wir jetzt vorhaben, Orpheus zu befreien. Na gut. Ich glaube, da haben die so wenig dran gedacht wie ich. You paid Raphael a visit. I want to hear all about it. Really? Come here. I'm not going to start an argument. I just want to know why you turned the boss down. Weiß ich schon, oder? Did he tell you to try and win me over with your charms? Cheeky. We might be in a brothel, but I'm not that kind of gal. You should reconsider, though. The boss might be a devil, but he'll treat you more honestly than anyone else in the city. Ja, honestly vielleicht. What exactly is it you do for him? Plenty. But right now, I have one job. You. I'm talking to you openly. Mortal to mortal. And I'm begging you to sign the contract. If the brain wins, the Illithid Empire returns and worlds you've never even dreamed of will die. Raphael can stop it. He wants to. And he knows how. You're the key. You always have been. I don't believe the devil cares about the fate of the world. I won't pretend he's an altruist. But he's looked at the balance sheet. No world, no souls. True. And it's hard to get leverage on an Illithid.
They make terrible clients. Ja, ich habe schon gehört, Elitiden haben keine Seele. I'm not convinced. I'll stop the brain without his help. I doubt it. But even if you do, you won't survive the fight. I'd reconsider if I were you. Tja, gut. Jetzt gibt es hier noch irgendwie eine Küche, glaube ich. Hier ist wahrscheinlich ein Keller oder so. Und dann gab es doch hier noch was. Genau hier. Hier ist noch Tonight's at Charascaras. Sieht man schon, hier gibt es noch allerlei Zeugs. Das gucken wir uns, das sind wohl die beiden Row. Hm? Queen Roll, The Despoiler. Ja, das gucken wir uns dann das nächste Mal an. Gut. Also, dann bis zum nächsten Mal.